Im heutigen Video testen wir den französischen Highspeed-Zug TGV Lyria. Wir fahren in der ersten Klasse von Paris nach Zürich. Wir werden sogar oben sitzen und können die Fahrt bei unglaublichen 320 km/h genießen. Aber vorher zeige ich euch noch die Lounge am Pariser Bahnhof Gare de Lyon und ich zeige euch auch den Service an Bord. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Paris und hinter mir seht ihr den Gare de Lyon. Denn ich werde gleich TGV erste Klasse fahren oder wie es hier heißt, Première. Ich bin jetzt eine Stunde zu früh dran, denn es gibt hier noch eine Lounge und die Lounge möchte ich natürlich auch erkunden. Also, auf geht's, einmal über die Straße. So sieht es hier übrigens aus. Sieht doch ganz schick aus. Ich habe eine tolle Boulangerie gefunden. Eine Boulangerie ist der französische Bäcker. Und da habe ich mir Baguette gekauft. Hat super gut geschmeckt. Der Bahnhof ist verpackt, wird anscheinend renoviert. Und hier seht ihr eine Werbetafel. Das ist der Frecciarossa 1000. Das ist mein absoluter Lieblingszug. Der gehört aber den Italienern. Aber die fahren von hier nach Milano. Und so ist der Blick, bevor man in den Bahnhof reingeht. Da vorne scheint der Eingang zu sein. Die Sonne scheint mir entgegen. Da hinten müssen Züge sein. Okay, so sieht die Halle aus. Wo mag die Lounge sein? Ich gehe mal links rum. Links ist gut, da steht es Salon Grand Voyageur. Wow, richtig schön hier. Nicht schlecht. Salon Grand Voyageur, rechts rum. Schaut euch mal die Decke an. Hammer. Und hier ist alles voll mit Geschäften. Ach, ich sollte nicht so weit laufen. Da ist schon der Eingang. Na, das ist aber mal ein ordentlicher Wartebereich. So sieht es hier aus. Da hinten kann man arbeiten. Ich musste jetzt 2 Treppen hochgehen. Da rechts gibt es einen Getränkeautomat. Und hier neben mir ist tatsächlich schon der Frecciarossa 1000. Mit dem fahren wir heute leider nicht, aber über den habe ich ja schon ein Video gemacht. Dahinter ist ein TGV Ennui. Der fährt zum Beispiel zu uns nach Deutschland. Ich fahre heute mit dem TGV Lyria. Das ist eine untergeordnete TGV-Firma, die lediglich für den Zugbetrieb in die Schweiz zuständig ist. Weil meine Fahrt geht heute nach Zürich. Geht hier hinten sogar noch weiter. Noch mehr schöne Sitze. Und eine Anzeigetafel. Ah, mein Zug ist noch nicht da. 10:21 Uhr fährt er. Hier gibt es noch ein paar Zeitschriften. Noch mehr Sitze. Eine Uhr. Anscheinend kann man sich hier Getränke ziehen. Scheint kostenlos zu sein, aber ich möchte gerade nichts trinken. Hier ist ein Service Desk, nicht besetzt. Hier sind noch mehr Sitzplätze. Und noch mehr Sitzplätze. Du meine Güte, ist das riesig. Und ein zweiter Getränkeautomat. Na, hier kann man sich sogar noch hinlegen. Cool. Hier ist sogar ein Liegebereich. Das ist ja riesig. Hammer. Und hier können wir in den Bahnhof reinschauen, was hier los ist. Da stehen die Leute. Ich muss mal fragen, wie früh man am Bahnsteig sein muss. Hier kann man sogar noch eine Konferenz machen. Und es gibt stille Büros. Cool. Hier sind wir jetzt auf der Rückseite und da sieht man noch mal die Einkaufsmeile. Ich habe mich jetzt hier in die Nähe der Anzeigetafel gesetzt und schaut mal, was es hier noch alles gibt. Da sind Steckdosen. Da sind noch mehr Steckdosen. Also man ist perfekt mit Strom versorgt. Und sogar bei diesem Sofa da auch Steckdosen. WLAN gibt es hier in der Lounge tatsächlich auch. Aber hier muss man so viele Daten angeben. Das möchte ich jetzt nicht. Diese eine Stunde halte ich gerade noch ohne Internet aus. Ich habe gerade mich bei den
netten Damen am Empfang schlau gemacht. Also hier ist schon mal mein Zug 9211 nach Zürich und 20 Minuten vor der Abfahrt wird dann das Gleis angeschlagen und dann sollte ich am besten Falle losgehen. Wie ihr seht, hier ist noch nichts. Mein Zug hat leider immer noch kein Gleis, aber es sind jetzt noch 19 Minuten bis zur geplanten Abfahrt. Ich gehe einfach mal in die Halle und schaue mir die Halle an. Ach, jetzt bin ich mal faul und nehme den Aufzug. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Zero. Und hinunter. Hier kann man sogar auch noch unten sitzen. Und da geht's raus. Also, mein Zug hat jetzt ein Gleis, aber er startet in Halle Nummer 2. Die ist da hinten auf Gleis 15. Guck mal, wie schlau das hier gemacht ist. Hier gibt es sogar Wege für blinde Leute. Richtig cool. Und hier kann man noch ein bisschen Geld loswerden. Viele, viele Geschäfte. Okay, gut, dass ich vorher in der Boulangerie eingekauft habe, weil 4,50 € für eine Cola ist echt hart. Zürich Hauptbahnhof, Gleis 15, Hall 2. Da ist Hall 2. Meine Güte, ist das riesig hier. Gleis 15. Wir müssen ein Stück nach links. Zug gefunden. Gleis 15. Scheint schon loszugehen. Oh, das ist er. TGV Lyria. Extra, um in die Schweiz zu fahren. Da seht ihr es nochmal. France Suisse. Wir suchen Waggon 11. TGV Lyria. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten in Paris, der Hauptstadt von Frankreich, am Bahnhof Gare de Lyon. Der heißt so, weil dort die Highspeed-Strecke nach Lyon beginnt. Und er ist halt in Richtung Süden ausgerichtet. Wir fahren in Richtung Osten über Dijon nach Zürich in die Schweiz. Und da ist schon der Bahnhof von Zürich. Ah, Waggon 11. Perfekt. Hinein mit mir. Wir wohnen ja oben. Premiere. Ah, hier lege ich doch mal meinen Koffer ab. Was super wichtig ist, ihr müsst immer euren Koffer benennen. Weil wenn der Koffer nicht benannt wird, müsst ihr Strafe zahlen. Ist ja richtig Gewusel hier. Also ich habe meinen Sitzplatz gefunden, aber er ist rückwärts. Oh, jetzt fahre ich 4 Stunden rückwärts. Und so sieht der Sitzplatz aus. Das Witzige ist, heute gibt es gar keine Premiere-Signatur. Die gibt es nämlich nur Montag bis Freitag und Sonntag. Dieser alte Sitz ist super bequem. Eine Steckdose gibt es auch. Also zum Nachbarn kann man hier nicht rüberragen. Da ist dann gleich der Gang. Hier sitzt man in der ersten Klasse in einer 2+1 Konfiguration. Also das ist schon stark gemacht. 20 Minuten vor Abfahrt steht der Zug da und dann kannst du schon reingehen und musst halt nur dein Ticket scannen und dann war's das. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir pünktlich losfahren. Wir starten perfekt pünktlich. Es ist genau 10:21 Uhr. Genießen wir die Ausfahrt aus dem Gare de Lyon, nachdem wir an dem anderen TGV vorbeigefahren sind. Ist schon ganz schön lang der Zug. Aber der beschleunigt ordentlich. Ach, der ist sogar in Zweiertraktion. Nun verlassen wir aber wirklich den Bahnhof. Schon ordentlich was los hier. Wisst ihr eigentlich, wofür TGV die Abkürzung ist? Nee? Es heißt Train à grande vitesse.
Zug mit hoher Geschwindigkeit, weil wir fahren ja nachher 320 km/h. Der TGV ist daher der schnellste Zug in Europa. Obwohl es gibt ja auch einen ICE 3, der nach Paris fährt, der fährt auch 320. Aber 320 kann halt nur in Frankreich gefahren werden. Ach schade, ich bekomme kein GPS-Signal, um die Geschwindigkeit zu tracken. Aber es wird ja höchstwahrscheinlich hier ein WLAN-Portal geben. Ich kann doch die Geschwindigkeit tracken, aber irgendwie wirkt das sehr ungenau. Also hier ballert man ordentlich durch die kleinen Bahnhöfe durch. Jetzt suche ich mal das WLAN-Portal. Da steht's schon. Scannen wir den Code. Aber bevor es Sinn macht, den Code zu scannen, sollte ich mich mit dem WLAN verbinden. Da, Wi-Fi Lyria. Das sieht doch schon besser aus. Ja, AGBs. Ich verbinde mich mit dem Internet. Okay. Ich soll eine andere App öffnen. Trotzdem in dem Browser fortfahren. Ah, jetzt ist gut. Nee, Cookies wollen wir nicht. Oh, jetzt geht's. Und jetzt? Also hier sehen wir schon mal die Landkarte, wo unser Zug denn ist. Der ist da. Aber sie haben leider keine Route eingezeichnet, wo wir den überhaupt langfahren. Und hier oben sehen wir die Geschwindigkeit. Gerade fahren wir 110. Also wenn man Open Railway Map glaubt, dann dürfte die Strecke nur mit 300 km/h befahren werden. Das seht ihr hier, das rote. Noch sind wir im Verhältnis sehr langsam. Wir fahren 190 km/h. Aber jetzt bei 190 km/h ist der Zug super leise. Echt beeindruckend. So sieht übrigens der gesamte Waggon aus. 2+1 Konfiguration. Und es gibt nur eine Treppe. Die Treppe ist da, in der Mitte des Waggons. Schlau gemacht. Hier ist noch eine Sonnenblende. Die kann ich jetzt sogar mal gebrauchen. Die Sonne scheint so schön, aber ich sehe dann nichts. Hier in Paris ist es heute super stürmisch und regnerisch. Da bin ich froh, Zug zu fahren, weil mit dem Flugzeug würde das jetzt durchaus wenig Spaß machen. Ich habe jetzt mal den Code gescannt und das kam dabei raus. Business Premiere Signature. Gibt es heute aber nicht. Gibt es nur von Montag bis Freitag und sonntags. Heute ist Samstag. Das Premiere Signature ist nämlich etwas mit noch coolerem Essen. Genauso wie Business. Da gibt es dann wunderbares Essen vom Sternekoch. Nun zeige ich euch noch, wie ihr denn ein Premiere-Signature-Ticket buchen könnt. Es hätte 240 € von Paris nach Zürich gekostet. Eine Mahlzeit ist dann inklusive. Das Essen ist von Michel Roth erstellt worden, aber Getränke müsst ihr leider selber bezahlen. Frankreich hat deren Highspeed-Strecken perfekt ausgebaut. Da fahren auch keine Güterzüge, da fahren wirklich nur die TGVs mit Highspeed lang. Gerade sind wir nicht ganz so schnell, 218 km/h. Ich warte auf die 300. Ich habe diesen Zug ja weit im Voraus gebucht, ich glaube sogar 3 Monate im Voraus. Und da war mein Platz noch in Fahrtrichtung. Heute ist das ein bisschen anders. Ihr seht ja, ich fahre rückwärts. Aber das Zugpersonal war so freundlich, die haben mir jetzt sogar einen Sitz gesucht in Fahrtrichtung, aber halt in der Mitte mit einem Gast neben mir, sodass ich nicht rausfilmen kann. Da bleibe ich dann doch hier sitzen und fahre einfach rückwärts, weil ich möchte ja gerne tolle Aufnahmen von draußen auch machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel Beinfreiheit man hier hat. Tisch weg. Ich bin 1,83 groß und ich habe unendlich Beinfreiheit. Und was noch schön zu sehen ist, da ist Teppich. Und ich habe auch einen privaten Mülleimer. Ich habe diesen Knopf entdeckt. Was mag er tun? Er fährt den Sitz rauf und runter. Oh, ich gehe runter. Na, das testen wir mal aus. Jetzt sitze ich komplett gerade und gleich drücke ich den Knopf. Uff. Oh,
das kann man noch aushalten. Da kann man ja ein Schläfchen machen. Ich mag es in der mittleren Einstellung. Ein bisschen gebogen und ein bisschen aufrecht. Also das ist einfach der Wahnsinn, wie man hier durch die Landschaft ballert. Wir sind zwar immer noch verhältnismäßig langsam mit 257 km/h, aber jetzt seht ihr mal, wie unglaublich diese Strecke ausgebaut ist. Hier mit dem hohen Wall, damit die Anwohner nicht gestört werden. Aber der Großteil ist flaches Land und Feld. Was ein bisschen seltsam bzw. beängstigend wirkt, ist, wenn ein Zug an uns vorbeifährt, weil da ist ja der gigantische Druck zwischen den beiden und dann wackelt es und es knallt regelrecht. Aber kann ja nichts passieren, die machen das ja schon seit vielen Jahren. Das WLAN-Portal im Zug gibt ja keine Informationen raus, aber ich gucke einfach mal bei der Deutschen Bahn. Und da sehen wir, nächster Halt ist Dijon. So ist die Strecke. Aber hinter mir ist noch eine schöne Anzeigetafel. Da kriegt man alle Informationen. Um 11:57 Uhr sollen wir in Dijon sein. Oh, die Geschwindigkeit gibt es sogar auch in Meilen. Um 11:57 Uhr, wenn wir in Dijon sind, muss ich mich mal ums Mittagessen kümmern. Weil ich esse ja immer um 12 Uhr Mittag. Da werde ich mir dann eine Spezialität aus dem Bordbistro bestellen und sie liefern lassen, weil wir müssen das ja alles testen. Es wird aber wahrscheinlich nur ein Getränk und eine Süßigkeit sein, weil ich habe ja schön Baguette in der Boulangerie gekauft. Ich habe jetzt ein bisschen die Landkarte studiert. Also hier oben, das ist tatsächlich die 320 km/h Linie. Die geht nach Saarbrücken. Und hier unsere Linie, auf der wir uns gerade befinden, die hat nur 300 km/h. Aber hier, da ist Dijon. Ab dort gibt es nochmal wirklich volles Rohr 320 km/h. Also vermutlich habe ich nicht zu viel versprochen, dass wir 320 km/h sehen werden. Später werde ich auch noch bessere Aufnahmen vom Zug machen und auch mal ins Bistro gehen, weil der ist jetzt komplett voll. Und ich denke, sobald wir in der Schweiz sind, sollte er ziemlich leer sein. Ich habe die heutige Route einfach mal in die SNCF-App eingegeben. Das ist die französische Staatsbahn. Und da sieht man ganz viele tolle Sachen. Da sind die ganzen Informationen, die ich mir wünsche. Welche es aber halt leider nicht im WLAN-Portal gibt. Und da sehen wir auch sogar, wie der Zug heißt. Das ist der Euro-Duplex 3UA. Was ist denn 3UA? Mal gucken, ob ich das rausbekomme. Aha. Euro-Duplex 3UA bedeutet, dass dieser Zug in 3 verschiedenen Stromnetzen fahren kann. Also einmal in Frankreich, ich glaube, hier fährt man mit 25 Kilovolt, und dann in der Schweiz und in Deutschland. Wir haben mittlerweile die Schnellfahrstrecke in Richtung Süden verlassen und fahren jetzt in Richtung Osten nach Dijon. Und hier sind maximal 160 km/h erlaubt. Und jetzt können wir ein bisschen die Landschaft genießen. Also Ruhe hat man hier. Viele kleine Orte. Es ist mittlerweile 11:20 und jetzt möchte ich mich aufs Mittagessen vorbereiten. Denn ich möchte irgendetwas original Französisches bestellen. Bestellservice. Meinen Zug finden. Da ist er. So, wir haben gebucht Premiere. Premiere Signature ist zwar dieser Waggon hier, aber die gibt es heute nicht, die Premiere Signature. Wir lassen es natürlich liefern. Als Vergleich, wenn ihr Standard gebucht habt, dann könnt ihr es nicht liefern lassen. Lieferung an meinem Platz. Wagen 11 und Sitzplatz 62. Einkauf beginnen. Da möchte ich gerade eine Bestellung aufgeben, die online erfolgt, und dann kommt ein langer Tunnel. Keine Internetverbindung. Aber eigentlich müsste doch das interne WLAN ausreichen, damit das Servicepersonal eine Nachricht bekommt, was ich denn bestelle. Wozu braucht das Internet von außen? Also ich habe mir jetzt einfach ein Bier mit einem Stück Kuchen bestellt. Und jetzt möchte er, dass ich noch was anderes auswähle. Ich nehme die dunkle Schokolade. Und bezahlen. Man muss jetzt schon vorher zahlen, bevor jemand vorbeikommt.
Also das finde ich ja sehr heftig. Man kann nur per Kreditkarte hier bezahlen. Bitte merken. Also meine Bestellung wurde abgeschickt, habe ich ja gleich bezahlt. Und jetzt fahren wir in Dijon ein. Das ist unser erster Halt. Vermutlich habt ihr schon mal von Dijon-Senf gehört. Das sieht aber schön aus hier. Viel Wasser. Oh, die Hochhäuser. Naja. Ich kann euch jetzt noch mal die Doppelsitze zeigen. Hier. Lehne. Klapptisch. Und 2 Steckdosen. Sehr bequem. Premiere Signature. Und hier seht ihr die Reservierungsfelder. An meinem Platz steht nichts. Ich habe ja die 62 gebucht. Oh wow, die Lieferung ging aber schnell. Perfekt, 10 Minuten nur. Lamy aus dem Pappbecher. Und dazu Schokolade, die sieht wirklich gut aus. Und hier ist mein Baguette, was ich heute Morgen gekauft habe. Das wird ein tolles Mittagessen. Aber zuerst Hände waschen. Heute haben wir Lufthansa. Da kommt noch ein TGV Lyria. Der kommt bestimmt gerade aus Zürich. Ausfahrt aus Dijon. Genießen wir die Beschleunigung. Ganz langsam fahren wir an. Diese Bahnhöfe sind alle auch so lang immer. Da habt ihr es noch mal gesehen, da war das Dijon-Schild. Also das Baguette habe ich schon mal probiert. Das hat 4,50 Euro gekostet für dieses Riesenteil. Sehr super. Jetzt muss ich aber das Bier probieren. Da steht Bier aus Brot. Wer weiß, wie das schmeckt. Ich nehme jetzt nicht den Pappbecher. Ich möchte es gut probieren. Ja, Prosit auf eine schöne Zugfahrt im TGV und gleich 320 km/h. Oh. Ist zwar viel zu teuer, aber es schmeckt trotzdem gut. Die Schokolade ist absolut heftig. Die genieße ich jetzt ganz langsam. Jetzt geht's ab. Wir sind auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Noch sind wir verhältnismäßig langsam mit 250 km/h. Aber in Kürze sollten wir dann die 320 sehen. 300 haben wir schon mal. Und so sehen 307 km/h im TGV Euro-Duplex aus. Alles fliegt an uns vorbei. Und ich finde, der Zug ist enorm leise für diese gigantische Geschwindigkeit. 317 habe ich gesehen. Wahnsinn. Das ist so heftig. Natürlich wackelt der Zug ein bisschen, aber es ist dennoch nicht unangenehm. Wahnsinn. Ach, da kommt auch mal die Sonne raus. Die haben wir heute noch gar nicht gesehen. Da wir jetzt um die 300 km/h fahren, müssen wir einen Speedtest machen. Und der ist überragend. Bei der Geschwindigkeit 8 Mbit Download. Also TGV absolut top. Ja, erwischt. 320 km/h. Super. Das Erstaunliche ist im Vergleich, ein Flugzeug, zum Beispiel ein A320, der startet mit nur 250 km/h und geht dann in die Luft. Und wir bleiben einfach auf dem Boden. Hammer.
Ja, das ist Entertainment pur. Und dazu noch das leckere Bier aus Brot. Und die Superschokolade. Ich mache nun mal einen Ausflug durch den Zug. Oh, das ist ja winzig. Ui. Oh, ist das klein. Alles sauber und alles funktioniert. Top. Ich glaube, ich habe den Bistrowagen gefunden. Ja, der Bistrowagen. So sieht es hier aus. Da gibt es Essen und Getränke. Aha. Stehtische. Das ist der Bistrowagen. Rauchen verboten, ist ja klar. So sieht es hier aus. Da gibt es einiges. Bier, mein Bier. Hier, Le Bistrot, Michel Roth. Wer kennt ihn nicht? Dann haben wir hier noch Le Bistrot, die Karte. Ja, die Karte findet man natürlich auch online. Gibt schon ordentlich Auswahl. Und dann gibt es ja noch die Designer-Serie und auch noch die Business Class. Ach, wie lustig, hier ist noch so ein kleiner Sitz auf dem Gang. Zum Abschied gibt es noch mal einen Überblick über den gesamten Waggon. Hier, Premiere Signature, was aber heute nicht dabei ist. Und hinein. Ist schon echt schön hier. Hier darf man nur kleine Sachen oben reinlegen, weil die Koffer in den Vorderraum müssen. Tja, hier war ich einfach mal schnell 4 Stunden. Wunderschöner Zug. Wir verlassen nun Basel Hauptbahnhof. Das ist unser erster Halt in der Schweiz und leider auch der letzte Bahnhof vor dem Endhalt Zürich. Dann ist unsere schöne Fahrt schon vorbei. Ach, ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Dann seht ihr dieses Video schon in circa 2 Wochen, nachdem ich es aufgenommen habe. Falls ihr mich unterstützt, vielen herzlichen Dank im Voraus. Und jetzt sehen wir hier noch den schönen Schweizer Doppeldecker oder Doppelstockwagen, wie ihr es am liebsten nennt. Basel ist schon ein riesiger Bahnhof. Hier bin ich bisher nur ein einziges Mal umgestiegen. Unsere Zugfahrt wird nun zu einer Zugwanderung. In der Schweiz kann man meistens nur 160 km/h fahren. Und unsere Strecke nach Zürich darf nur mit maximal 160 km/h befahren werden. Das ist schon ein Wahnsinn, weil wir sind ja vorhin mit 320 gefahren. Aber die Landschaft ist natürlich wunderschön hier. Und hinaus. Unser TGV Lyria. Von vorne, beziehungsweise gerade hinten. Wow. Absoluter Superzug. Hammer. Genießen wir das letzte Bild. Wow. Das war eine absolute Superfahrt. Und ich darf es endlich sagen, wir sind perfekt pünktlich. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Also mir hat diese Fahrt unglaublich viel Spaß gemacht. 320 km/h, der Hammer. Diese Sitze waren super bequem, das Bier war lecker, die Schokolade war super, der Service war super. Also ich habe total Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.